Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute wieder mit einem neuen Top 1000 Global Ranking, wo ich mir alle Server angucke, alle Top 1000, das sind insgesamt momentan mit dem FEC ist da noch einer mehr, einige Server, die wir uns hier angucken müssen, also sehr viele Leute, die in diese Top 1000 des jeweiligen Servers eingehen und daraus ein bisschen probieren, irgendwie Daten rauszulesen, beliebteste Klasse, unbeliebteste Klasse, vor allem auch eben auf dem FEC, was da momentan so los ist. Und das alles gucken wir uns so an. Natürlich ist auf den normalen Servern oder auf den Original-Servern, wie sie von Flive Universe immer genannt werden, momentan nicht so viel los, daher ist da nicht so viel Bewegung drin. Wir haben aber ein bisschen Bewegung tatsächlich, was den FEC-Server angeht. Und ich würde sagen, wir starten noch einfach direkt rein. Und wie immer würde ich euch bitten, zuallererst einen Blick auf die rechte Seite zu werfen. Hier sind einmal in der linken Spalte von den beiden rechtesten Spalten die insgesamten Level 165 auf den jeweiligen Servern aufgelistet. Insgesamt haben wir gerade 3828 165er weltweit auf den Servern ohne FEC. Der FEC ist hier nicht dabei, den blende ich dann gleich ein. Und die rechte Spalte sagt quasi einfach nur, mit welchem Level man überhaupt in der Top 1000 gelistet wird auf dem jeweiligen Server. Das ist in der Regel so um die 160 rum auf den aktiveren Servern und auf den nicht so aktiveren 130 bis 140. Man merkt also schon stark, okay, eigentlich jeder Server ist hier eigentlich so tief in den 150ern drin, bis auf 3. Upsala. Ja, die stechen hier doch sehr negativ hervor. Und ich habe auch mal mitbekommen, dass die Stimmung auf diesen Servern wohl auch nicht besonders gut ist tatsächlich, was das angeht. Also ich glaube, die meisten Leute, die dort spielen, haben es schon mehr oder weniger aufgegeben, haben sich wahrscheinlich mit einem oder mit diesem oder dem letzten FEC wahrscheinlich daraus gerettet so ein bisschen. Und die Leute, die doch noch dort spielen, sind wahrscheinlich verzweifelt darum, endlich ein Server-Merch zu bekommen. Könnte ich mir persönlich zumindest vorstellen, dass es da die überwiegende Stimmung ist. Klar denkt nicht immer jeder so. Es gibt immer so ein paar Leute, die sind einfach zufrieden, wie es ist und pipapo. Aber ich muss schon sagen, ich meine, es gibt Leute, die sagen, Burodeng ist tot, ja, und da spielen nicht genug Leute zum Beispiel. Was ich persönlich schon krass finde, vor allem wenn nicht FEC ist, auf Burodeng echt viel los. Auch vor dem FEC war auf Burodeng sehr viel los, hatte ich das Gefühl. Generell dieses Jahr war gefühlt Flive ein sehr gutes Jahr für Flive. Also es hat generell so gewirkt, dass wir dieses Jahr einfach, der FEC war krass, aber auch vor dem FEC waren echt viele Leute dabei, die wieder Lust hatten zu zocken. Natürlich teilweise, weil sie mitbekommen haben, da kommt bald der FEC. Aber war echt ein gutes Jahr. Und ich meine, wenn du denkst, Burodeng ist tot, dann log dich mal auf den japanischen Server ein oder auf Flarin. Und dann kann man da vielleicht nochmal drüber reden, weil das sind wirklich Server, die sind, würde ich auch sagen, nicht tot. Aber da ist wirklich sehr wenig los und das spiegelt sich halt wirklich auch im Ranking ab. Und ja, ich habe diese Server auch alle mal besucht. Das werde ich wahrscheinlich demnächst auch nochmal wieder machen. Und zwar habe ich nochmal die Anzahl der Shops verglichen. Beziehungsweise die Anzahl der Items in den Shops und damit so einen zweiten Wert quasi hinzugefügt, mit dem man auch noch die Aktivität der Server ein bisschen abgleichen kann oder abschätzen kann, analysieren kann, weil die Rangliste ist natürlich eine Sache, wobei die Rangliste schon, finde ich, eine sehr große Aussagekraft hat. Also ich würde sagen, die widerspiegelt 1:1 das, was auf den Servern los ist. Aber das mit den Shops ist halt nochmal so ein zweiter Aspekt, aber der hat das letztendlich auch einfach nur bestätigt. Aber ich dachte mir, das wird mal wieder langsam Zeit, dass wir uns das auch nochmal angucken. So, ja, und ansonsten hat sich im Ranking nicht viel geändert. Ich würde sagen, wir gehen eigentlich direkt auf die Ranking-Veränderungen ein. Ringmaster ist leider um 28 gestiegen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz wieso. 20 davon auch tatsächlich von LaWolf. Keine Ahnung, was da los ist. Wahrscheinlich irgendwie mit Master und Hero, so kann ich mir vorstellen, hat es zu tun. Dass zum Zeitpunkt des Abrufens der Liste wahrscheinlich gerade einfach viele Leute Master und Hero gemacht haben. Dadurch sind vielleicht ein paar Ringmaster hochgerutscht. Ist aber auch keine gewaltige Veränderung. 28, wenn man bedenkt, dass Ringmaster hier mit 3100 am Start sind, ist das nicht mal 1%. Und ansonsten auch, ja, Psykeeper hat 14 verloren, Knight hat 15 verloren. Das waren die beiden größten Loser, was das sozusagen angeht. Elementor hat sich gar nicht verändert, Billposter -1, Blade +3, also bei den dreien hat sich quasi gar nichts getan. Und Ranger und Jester ein kleines bisschen mehr. Jester traurigerweise -8, also obwohl Jester schon mit großem Abstand auf dem letzten Platz ist, hat er nochmal 8 Spieler verloren aus den Top 1000, das ist auch kein gutes Zeichen. Und ja, Ranger hat ein paar dazu gewonnen, aber das macht auch so gut wie keinen Unterschied. Und ja, das, auf was ihr alle wartet, ich weiß es, FWC, wann blendet er endlich das FEC-Ranking ein?
Bada bing, bada boom. Hier ist es. Ach, ich habe die Punkte noch nicht hinzugefügt. Das habe ich noch vergessen. Un momento. Und ich habe tatsächlich noch tauschen müssen. Habe ich tatsächlich ganz vergessen. Wir haben folgende Änderung. Ich habe jetzt die Zahlen vom letzten Mal nicht mehr eingeblendet. Wenn ihr es unbedingt haben wollt, könnt ihr einfach das letzte Video nochmal gucken. Das letzte Ranking-Video. Ist aber gar nicht so wichtig, finde ich, die Veränderung auf dem FEC, weil noch nicht so viele Leute 165 sind, noch extrem viel gelevelt wird. Eintrittslevel in die Top 1000 auf dem FEC-Server ist tatsächlich 157. Also es gibt bereits 1000 Charakter, mindestens 1000 Charakter. Auf Level 157, das ist schon echt krass. Das heißt, wenn ihr noch nicht 157 seid, dann seid ihr nicht mal in den Top 1000. No front, aber man merkt schon, so langsam ist die große Levelphase auf dem FEC vorbei. Merkt man auch daran, dass bereits viele Leute ihren zweiten, manche sogar schon ihren dritten oder vierten Charakter leveln oder 8 Chart-Taktik machen oder sonstiges. Also es gibt sehr viele Leute, die schon halt längst die nächste, also schon lange die nächsten Charakter nachziehen, hochziehen und was auch immer. 165er gibt es aber tatsächlich nur 185 Stück. Das ist tatsächlich ziemlich wenig. Wenn man sich hier so anguckt, zum Beispiel Einzelstellen in Top 1000 auf Mia ist 156. 165er haben sie aber 372. Das sind doppelt so viele. Also, das ist tatsächlich ganz interessant, aber wird sich wahrscheinlich auch bald ändern. Viele wollen halt nur 160 erreichen für Kriton und ja, danach ist das Level natürlich dann nicht mehr so wichtig. Außerdem ist dieses Wochenende XP-Event. Das heißt, auch da wird sich wahrscheinlich nochmal einiges tun. Ja, dann zu der Klassenverteilung. Also auf dem FEC aktuell ist Ringmaster nicht die stärkste Klasse. Wie gesagt, allein daran merkt man schon, okay, der Server ist noch ein bisschen am Ausloten, was denn dann tatsächlich die beliebteste Klasse sein wird oder pipapo. Müssen wir noch gucken. Aber aktuell ist es tatsächlich nicht der Ringmaster, sondern ist tatsächlich der Blade auf dem FEC. Auch mit großem Abstand, also Ringmaster mal ausgeblendet, aber wir vergleichen ja meistens eher die anderen Klassen, weil Ringmaster, wie gesagt, jeder hat einen Ringmaster, das ist einfach überhaupt nicht aussagekräftig. Kein Mensch weiß, wie viele Leute wirklich Ringmaster spielen als Main Character sozusagen. Und ja, Platz 2, Ranger in dem Fall. Also eigentlich ist Ranger vor Blade bei allen anderen Servern, aber auf dem FEC ist gerade der Blade vor dem Ranger. Und das mit 44. Also das ist schon viel. Das ist sehr viel tatsächlich. Dann kommt auf Platz 4 oder 3, wie gesagt, je nachdem, mit 139 der Knight, also dicht gefolgt dem Ranger. Da ist kein sehr großer Unterschied. Dann haben wir danach den, Moment, das habe ich auch vergessen zu tauschen. Oh mein Gott, das war letztes Mal auch anders. Verdammt. Ich war zu überstürzt hier. Das heißt, der Elementor ist 5 und der Psykeeper ist 6. So, jetzt passt es wieder. Dicht gefolgt vom, nicht so dicht gefolgt vom Elementor. Der wiederum dicht gefolgt vom Psykeeper auf Platz 6. Dann Billposter auf Platz 7. Also Billposter, Psy und Elementor sind relativ nah beieinander. Da wird sich noch einiges tun, wie wir gerade gesehen haben. Letztes Mal war es so, dass Psykeeper vom Elle war. Und Jester-Bild das Schlusslicht, und zwar da im Verhältnis schon wieder mit einem großen Abstand, weil wir sind hier unter 100 Charaktern. Und der Unterschied zwischen Platz 8 und Platz 7, also zwischen Billposter und Jester hier in dem Fall, ist tatsächlich 34. Also das ist schon extrem viel. Und es gibt gerade mal 51 Jester in den Top 1000. Das heißt, gerade mal circa jeder 20. in den Top 1000 ist ein Jester. Also das heißt, von 1000 Leuten, wenn du jetzt 1000 High-Level-Leute dir vorknöpfst, dann ist jeder 20. davon ein Jester. Das ist crazy. Wenn wir nur 8 Klassen haben, ist das wirklich richtig crazy. Spiegelt einfach die unfassbare Unbeliebtheit dieses Charakters wieder, spiegelt sich auch in den Preisen wieder, spiegelt sich in allem wieder, was man so beobachten kann. Und ja, ist natürlich ein bisschen traurig, kann man sagen, für Jester, Lover, wovon es nicht viele gibt, wie man sieht. Aber ja, es ist halt einfach das allgemeine Meinungsbild, würde ich sagen, hier ganz gut vertreten. Also dieses Ranking vom FEC spiegelt eigentlich auch so mehr oder weniger meine Meinung wider, würde ich sagen. Eigentlich sogar, ehrlich gesagt, das ist sogar ziemlich genau so meine Meinung. Also so wie ich die meisten Charakter, ich meine gut, kommt natürlich auf die Kriterien an, nach denen du sie ranken würdest, aber Ringmaster mal ausgeblendet. Platz 1 Blade, Platz 2 Ranger, dann Knight, dann Elementor, dann Psykeeper, Billposter, Jester. Also es kommt schon sehr nah einem meiner Rankings ran. In dem Fall wäre es natürlich höchstwahrscheinlich kein AOE-Ranking, wenn weder Elementor oder Psykeeper auch nur in der Nähe von der Top 3 ist. Aber so grundsätzlich kann
Klassenprioritätsranking oder ich weiß, wie man das Ranking nennen könnte, aber es würde schon ziemlich gut so hinkommen. Und ja, ich meine, klar, wie gesagt, wird sich da noch viel tun, da wird sich noch viel verändern. Wir gucken uns ja jeden Monat an, genau deswegen, weil sich da noch viel ändern kann und wird. Aber ich finde, das spiegelt schon auch wirklich das wieder, was man so mitbekommt. Also wenn ich Tower Dailies mache zum Beispiel oder irgendwas einfach noch mache, dann ist es echt so, die meisten sind Blade, Ringmaster natürlich, dann sehr viele Ranger, Knights sind auch sehr viele und dann Billposter und Jester, Psyche bei Elementor geht noch, aber Billposter und Jester sieht man am wenigsten und ja, also es spiegelt schon ganz gut das wieder, was man so mitbekommt. Genau. Und ja, ansonsten habe ich leider keine weiteren Analysen für euch. Das war das Ranking diesen Monat. Ich werde jetzt probieren, dass ich es nächsten Monat vielleicht wirklich wieder zur Mitte des Monats schaffe, weil ich mache es eigentlich zur Mitte des Monats und jetzt die letzten beiden Male war es ein bisschen später. Aber ich denke mal, keiner wartet da wirklich so direkt drauf. Deswegen ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Aber halten wir fest, aktuell auf dem FEC ist Platz 1 nicht Ringmaster, sondern Blade, also die beliebteste Klasse im Game. Auf dem aktuellsten Server, der auch am meisten gespielt wird, hat sich geändert von Ringmaster zu Blade. Aber ihr wisst alle, es war nie der Ringmaster in Wahrheit. Aber theoretisch ist es der Ranger, wenn man den Ringmaster ausblendet. Und auf dem FEC ist es aber da der Blade. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Flive Universe Video wiedersehen. Bis dahin, haut rein. Schaut im Livestream vorbei, Twitch in der Videobeschreibung und ciao, ciao.